Moin Agents! Im vierten Teil meines Damage Guides schauen wir uns die besten exotischen Ausrüstungsteile im Spiel an. Außerdem werfen wir einen genaueren Blick auf einige exotische Waffen. Einige von denen sind best in Slot, andere wiederum haben nur in bestimmten Situationen einen richtig guten Schadensboost. In diesem Video zeige ich euch, mit welcher Waffe ihr was genau anstellen könnt. Bevor wir voll durchstarten, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr mich mal live sehen wollt, schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei. Wir starten mit der Coyotes Maske. Wie ihr sehen könnt, kommt diese immer mit Waffenschaden, Crit-Chance und Crit-Schaden. Außerdem haben wir natürlich einen Modplatz. Wie bei allen exotischen Teilen im Spiel haben wir keinen Brandset-Bonus, sondern ein besonderes Talent. In diesem Fall bekommt ihr, aber auch eure Verbündeten einen zusätzlichen Bonus, der davon abhängig ist, wie weit euer letzt getroffener Gegner entfernt ist. Schauen wir uns das Ganze mal auf dem Schießstand an. Trefft ihr einen Gegner im Bereich von 0 bis 15 Metern, bekommt ihr 25% zusätzlichen Crit-Schaden. Das Ganze wird euch auch als Symbol unterhalb eurer Munitionsanzeige angezeigt. Es handelt sich um das blau-weiße Symbol. Schießen wir nun einen Gegner im Bereich von 15 und 25 Metern an, bekommen wir zusätzlich 10% Crit-Chance und 10% Crit-Schaden. Das Symbol unterhalb der Munition hat sich auch geändert und zeigt euch nun den mittleren Buff an. Sobald ihr einen Gegner über 25 Meter getroffen habt, bekommt ihr zusätzliche 25% Crit-Chance. Die Maske kann also je nach Spielweise verschieden genutzt werden. Solltet ihr hauptsächlich auf lange Distanz spielen, könnt ihr in eurem Bild einiges an Crit-Chance weglassen, da ihr über die Maske ja immer wieder Crit-Chance bekommt. Seid ihr allerdings ein sehr aggressiver Spieler und geht häufig auf kurze Distanz, dann bekommt ihr natürlich einiges mehr an Crit-Schaden. Besonderer Vorteil ist hier natürlich, dass auch eure ganze Gruppe davon profitiert. Ihr könnt euch also beispielsweise ein Bild in zwei verschiedenen Ausführungen abspeichern. Einmal mit der Maske und einmal ohne diese Maske. Je nachdem, ob in eurer Gruppe bereits jemand die Maske spielt, dann könnt ihr gerne darauf verzichten. Falls aber noch keiner die Maske benutzt, könnt ihr somit eurer Gruppe was Gutes tun. Für mich das beste exotische Teil in dem Spiel ist der Memento-Rucksack. Dieser kommt immer mit Waffenschaden, Rüstung und Fertigkeiten ran. Er hat somit also 3 Kann-Attribute. Zusätzlich bekommen wir natürlich den Mod-Slot. Jeder Gegner, den ihr tötet, verliert eine Trophäe. Sammelt ihr diese auf, bekommt ihr eine Stärkung von kurzer Dauer und eine von langer Dauer. Der kurze Buff hält 10 Sekunden und skaliert mit der Anzahl eurer Kann-Attribute. Für jedes Teil mit Waffenschaden bekommt ihr plus 5% obendrauf. Für jedes Teil mit Rüstung bekommt ihr zusätzlich 10% Bonusrüstung. Und für jedes Skilltier bekommt ihr weitere 5% Fertigkeitenschaden. Der Langzeitbonus hält 300 Sekunden. Hier bekommt ihr für jede zusätzlich aufgesammelte Trophäe plus 1% Waffenschaden, plus 1% Fertigkeiteneffizienz und plus 0,1% Rüstungsregeneration. Das Ganze ist 30 mal stapelbar. Solltet ihr dann auch noch den Kurzzeitbonus aktiv haben und in eurem Bild 6 rote Kann-Attribute spielen, habt ihr nochmal weitere 30% Waffenschaden. Das Gute am Langzeitbonus ist, sobald ihr wieder eine Trophäe einsammelt, wird diese auch immer wieder erneuert. Einziger Haken, falls ihr sterben solltet, ist der Bonus komplett weg. Natürlich seid ihr darauf angewiesen, auch Kills zu machen und die Trophäen einzusammeln. Deswegen ist er besonders im Solo-Spiel hervorzuheben. Bei aggressiver Spielweise und dem passenden Bild dazu ist er aber auch in der Gruppe richtig gut. Außer dem immensen Schadensbonus bietet er natürlich auch noch einen weiteren Vorteil. Ihr bekommt hier ja zusätzlich einen Fertigkeitenrang und weitere Rüstung. Solltet ihr beispielsweise das Schild als Skill spielen, habt ihr nur durch den Rucksack schon Fertigkeitenrang 2 für dieses. Auch die zusätzliche Bonusrüstung, die ihr vom Memento bekommt, kann richtig hilfreich sein in einigen Builds. Beispielsweise kann dadurch das Talent Einschüchtern super getriggert werden. So sieht übrigens eine Trophäe aus. Sobald ihr diese einsammelt, bekommt ihr eben den Bonus. Ich habe in diesem Fall bereits 30 Stapel eingesammelt, was ihr unterhalb der Munitionsanzeige sehen könnt. Der kleine graue Balken ganz unten zeigt in dem Fall, dass ich volle Stapelgröße habe. Der größere Balken über dem Armsymbol, der sich ganz langsam nach rechts verbreitert, zeigt an, dass unser Buff langsam abläuft. Sobald wir eine neue Trophäe einsammeln, wird das Ganze wieder refreshed. Jetzt schön zu sehen, der obere Balken ist verschwunden, da wir den Langzeitbonus wieder aufgefüllt haben. Aber auch der Kurzzeitbonus wird uns unten angezeigt. Ihr werdet es gleich sehen, sobald ich darüber laufe, dass nun der schnell ablaufende orangefarbene Bonus abläuft. Als letztes Ausrüstungsteil schauen wir noch auf die Sawyers Knieschoner. Hier bekommt ihr immer Rüstung, Sprengsatzwiderstand und Lebensenergie. Das sind natürlich nicht unbedingt die bevorzugten Attribute, um mehr Schaden auszuteilen, dafür kommt aber das Talent ins Spiel. Zuallererst sei aber noch erwähnt, dass diese Knieschoner aufgrund ihrer speziellen Spielweise nur für ganz bestimmte Spielertypen geeignet sind. Um von dem Bonus zu profitieren, dürft ihr euch nicht bewegen.
Dann wird der gesamte Waffenschaden um 3% erhöht, bis zu 10 Mal kann das Ganze gestapelt werden. Sobald man sich wieder bewegt, gehen nach 10 Sekunden die Stapel verloren. Der Bonus baut sich also erst auf, sobald ihr euch nicht bewegt. Sobald ihr euch wieder bewegt, müsst ihr immer 10 Sekunden warten, bis der Bonus erneut aufgebaut werden kann. Egal, ob ihr nur 2 Sekunden in Deckung wart oder ob ihr 10 Sekunden oder 20 Sekunden in Deckung wart. Das ist für mich auch das größte Problem mit diesem Knieschoner. Dennoch bringt er einiges an Schaden und falls man mit den Nachteilen leben kann, kann man ihn sehr gut mit der Pestilenz beispielsweise spielen. Für mich eine der besten exotischen Waffen im Spiel ist die Scorpio Shotgun. Hier bekommt ihr immer Schrotflintenschaden, Rüstungsschaden und Schaden durch kritische Treffer. Außerdem habt ihr 130 Schuss pro Minute bei 7 Kugeln im Magazin. Trefft ihr einen Gegner damit, bekommt dieser verschiedene Schwächungen, die 10 Sekunden lang halten. Beim ersten Treffer erleidet er den Statuseffekt Gift, bei 3 Treffern verschwommene Sicht, bei 6 Treffern wird er geschockt. Ab dem 7. Treffer erleidet das Ziel zusätzlich 20% Schaden, egal welchen Ursprungs. Ihr könnt also mit dieser Waffe aufgrund der Statuseffekte eure Gegner daran hindern, dass sie euch zusätzlichen Schaden zufügen. Außerdem habt ihr aber auch einen großen Vorteil bei stark gepanzerten Zielen oder Bossen, da auch eure Gruppenmitglieder von den zusätzlichen 20% Schaden ab dem 7. Treffer profitieren. Natürlich ist die Waffe auf kurze Distanz ausgelegt, bietet dafür aber für mich genau die richtigen Vorteile, um eben diese gut spielen zu können. Solltet ihr auf der Suche nach einem passenden Bild für diese Waffe sein, werde ich euch oben rechts in der Infobox ein Video verlinken. Eine gute LMG ist die Pestilenz. Hier bekommt ihr LMG-Schaden, Schaden gegen ungedeckte Ziele und Rüstungsschaden. Treffer verursachen hier eine Schwächung vom Gegner, die 10 Sekunden lang 100% Waffenschaden verursacht. Das Ganze kann bis zu 50 Mal gestapelt werden. Wenn dieser Gegner stirbt, wird der Effekt außerdem übertragen, sollte sich in 25 Metern Umkreis von diesem ein weiterer Gegner befinden. Das Talent macht die Waffe sehr stark, da die Gegner durch die sogenannten Ticks einiges an zusätzlichen Schaden einstecken müssen. Wichtig hierbei zu wissen ist allerdings, dass beispielsweise Crit- oder Kopfschussschaden die Ticks nicht in die Höhe treibt. Es zählt jedoch der Waffenschaden, Rüstungsschaden, Lebensenergieschaden oder auch Schaden gegen ungedeckte Ziele. Weiter geht es mit der Schnatterente. Die Waffe ist jedoch nur empfehlenswert im Solospiel. Ich zeige euch auch gleich warum. Ihr bekommt hier immer MP-Schaden, Crit-Chance und Crit-Schaden. Außerdem habt ihr 700 Schuss pro Minute bei einem 60er Magazin. Sobald ihr nachlädt, erhöht sich eure Feuerrate des gesamten Magazins um 20% für jeden Gegner im Umkreis von 15 Metern. Das Ganze kann 5 Mal gestapelt werden. Zusätzlich füllen Kills 50% ihres Magazins wieder auf. Da die normale Feuerrate der Waffe und auch der Grundschaden nicht sonderlich gut sind, seid ihr unbedingt auf dieses Talent angewiesen. Der Optimalfall ist also, man lädt einmal im Umkreis von diesen 5 Gegnern nach, um die maximale Stapelgröße zu bekommen. Danach solltet ihr unbedingt darauf achten, dass ihr nicht selbst nachlädt und die Waffe sich durch eure Kills automatisch wieder auffüllt. Im besten Fall habt ihr also dauerhaft 100% schnellere Feuerrate und ihr müsst nie nachladen. Da im Gruppenspiel die Gegner auf höheren Schwierigkeitsgrad aber zu viel aushalten, werdet ihr es nicht schaffen, den Bonus aufrechtzuerhalten. Deswegen solltet ihr, wie bereits angesprochen, die Waffe nur verwenden, wenn ihr allein unterwegs seid. Ähnlich sieht es bei der nächsten MP der Todesbraut aus. Hier bekommen wir ebenfalls MP-Schaden, Crit-Chance und in dem Fall Rüstungsschaden. Ihr habt hier 900 Schuss pro Minute bei einem leider sehr kleinen 32er Magazin. Wenn ihr euch bewegt, bekommt ihr 4 Stapel pro Sekunde oder 8 Stapel, falls ihr sprintet. Maximal kann das Ganze bis 32 gestapelt werden. Jede abgefeuerte Patrone verbraucht einen Stapel und verstärkt euren Schaden um 75%. Außerdem erhaltet ihr nach einem Kill 10 Sekunden lang plus 20% Bewegungstempo. Aufgrund des Talents müsst ihr mit dieser Waffe immer in Bewegung sein, um den maximalen Schaden rauszuholen. Durch das zusätzliche Bewegungstempo nach einem Kill macht es aber auch besonders viel Spaß damit zu spielen. Aber auch hier kann ich die Waffe eher im Solospiel empfehlen und vor allem nicht für jeden Spieler. Wer nicht ständig in der Gegend rumlaufen möchte, sollte eher die Finger von der Waffe lassen. Kommen wir nun zum stärksten Sturmgewehr des Spiels, falls alle Buffs vom Talent aktiv sind. Das Chamäleon kommt mit Sturmgewehrschaden, Lebensenergieschaden und Crit-Chance. Ihr habt hier 900 Schuss pro Minute bei einem 50er Magazin. Beim Erzielen von 30 Kopfschüssen bekommt ihr 45 Sekunden lang plus 20% Crit-Chance und 50% Crit-Schaden. Solltet ihr 75 Körpertreffer landen, bekommt ihr 90% Waffenschaden dazu. Solltet ihr 30 Beintreffer landen, bekommt ihr 150% Nachladetempo, ebenfalls 45 Sekunden wie die beiden anderen. Alle Stärkungen werden aufgefrischt, sobald der Kampf vorbei ist. Schauen wir uns beispielsweise mal den mittleren Buff an. Ihr müsst 75 Körpertreffer erzielen, bekommt dafür aber 90% Waffenschaden. Es dauert also einige Zeit, bis die Buffs aufgebaut sind. Sobald die Buffs da sind, wird die Waffe allerdings zum absoluten Biest.
Ziel sollte es also sein, alle Buffs aufzubauen und dann alle Räume bzw. Areale innerhalb von 45 Sekunden zu clearen. Wenn euch das gelingt, bleiben alle Buffs bestehen und sind im nächsten Bereich von Anfang an voll verfügbar. Aber auch hier habt ihr wieder das Problem, dass es häufig im Gruppenspiel nicht möglich ist, die Buffs aufrechtzuerhalten. Entweder geht ihr mit der Waffe solo los, da einiges weniger an Gegnern kommt und ihr durch den guten Schaden diese schnell clearen könnt, oder ihr seid mit einer richtig guten Gruppe und richtig schnell unterwegs. Denkt immer daran, die Waffe ist nur gut, wenn die Buffs die meiste Zeit aktiv sind. Auch mit der Regulus Pistole könnt ihr einen ordentlichen Schaden rausholen. Hier bekommt ihr Pistolenschaden, Kopfschussschaden und 6 Kugeln im Magazin bei 160 Schuss pro Minute. Kopfschusskills verursachen eine Explosion im Umkreis von 5 Metern und bewirken bei allen getroffenen Gegnern 400% Waffenschaden und den Statuseffekt blutende Wunde. Da der Umkreis von 5 Metern sehr klein ist, funktioniert das Ganze besonders gut direkt am Spawnpunkt. Außerdem müsst ihr aber auch geübt sein, dass ihr wirklich Kopfschusskills macht, nur so kann die Waffe ihren Bonus ausspielen. Wenn ihr das allerdings beherrscht, macht es einen Heidenspaß mit der Waffe zu spielen. Aber auch diese Waffe ist wie viele andere Exos leider eher für Solospiel gedacht oder in einer eingespielten Gruppe, wo eure Teamkollegen euch den Gegner nicht vor der Nase wegknallen, wenn ihr den letzten Kopfschuss gerade ansetzen wollt. Die letzte Waffe, die wir uns hier genauer anschauen, ist die Ravenous. Diese kommt mit Gewehrschaden, Crit-Schaden und Schaden gegen ungedeckte Ziele. Außerdem haben wir 240 Schuss bei 60 Kugeln im Magazin. Sowohl die Spielweise als auch die Boni dieser Waffe sind recht speziell. Haupteinsatzzweck für mich ist Gegner mit Rüstungsplatten schnell zu erledigen. Warum, zeige ich euch gleich im Talent. Bei einem Schuss werden immer beide Läufe gleichzeitig abgefeuert. Dann kommt es darauf an, ob ihr über die rechte Schulter oder über die linke Schulter blickt, je nachdem kriegt ihr verschiedene Boni. Von der rechten Schulter aus abgefeuert fügen Treffer offensive Zünderpatronen hinzu. Von der linken Schulter aus abgefeuert werden defensive Zünderpatronen hinzugefügt. Treffer von einer Schulter bringen alle Zünderpatronen der anderen Schulter, wenn vorhanden, zur Explosion. Bei der Explosion fügen offensive Zünderpatronen 100% Waffenschaden zu, während defensive Zünderpatronen 5 Sekunden lang plus 4% Bonusrüstung und plus 10% höheren Schaden an Rüstungsplatten gewähren. Die primäre Effektivität wird bei 10 Stapeln verdoppelt. Wenn ihr genauso wie auch ich nur Bahnhof verstanden habt, was das Talent eigentlich bedeutet, dann schauen wir uns das Ganze jetzt im Schießstand nochmal genauer an. Zuallererst ist wichtig, was es mit dem Schulterblick auf sich hat. Schießen wir ganz normal, schauen wir über die rechte Schulter. Wenn wir das wechseln, schauen wir über die linke Schulter. Fangen wir erstmal mit dem defensiven Zünder an. Wenn ich jetzt auf den Gegner schieße, seht ihr über dem Gegner das Symbol. Der untere orange Balken zeigt an, dass ihr die volle Stapelgröße erreicht habt. Der obere blaue Balken zeigt an, wie lange ihr Zeit habt, um die Schulter zu wechseln. Schauen wir uns nun an, was passiert, wenn ich die Schulter wechsle. Sobald ich schieße, seht ihr sofort, dass wir die Bonusrüstung bekommen. Und jetzt habt ihr auch den zusätzlichen Schaden gegen die Rüstungsplatten. Schauen wir uns jetzt an, was passiert, wenn wir über die rechte Schulter schießen. Auch hier bekommen wir erst den Bonus, der oben angezeigt wird, in dem Fall rot. Sobald wir auf die linke Schulter wechseln und einmal schießen, seht ihr, dass hier sofort eine Explosion stattfindet. Ihr seht unten links auch, dass diese einen guten Schaden macht. Um somit also vom vollen Bonus zu profitieren, müsst ihr hier regelmäßig die Schulter wechseln. Ihr könnt das Ganze während dem Laufen oder frei stehend machen, ihr könnt aber auch aus der Deckung heraus die Schulter wechseln. Was nicht geht, ist beispielsweise das Ganze mit dem Schild spielen, da ihr hier immer nur über die rechte Schulter schießt. Wem das Ganze nicht so anstrengend ist, der kann es ja gerne mal ausprobieren. Gerade Gegner mit Rüstungsplatten könnt ihr hier förmlich zum Platzen bringen. Des Weiteren möchte ich noch kurz die Adlerträger erwähnen. Die Waffe ist nach wie vor richtig stark, wird aber beispielsweise von der Farmers locker geschlagen. Wenn ihr diese spielen wollt, könnt ihr das gerne tun, ich werde allerdings hier im Video nicht weiter darauf eingehen, da das Talent keine wahnsinnig besondere Spielweise erfordert. Zum Abschluss der Reihe werde ich euch noch einige Builds zeigen, mit denen ihr gut Schaden machen könnt, die aber dennoch einfach aufzubauen sind. Um das nicht zu verpassen, abonniert doch gerne den Kanal. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, lasst einen Kommentar da und teilt das Video mit euren Kollegen. Falls ihr weitere Fragen zum Game habt, schaut doch einfach mal auf Twitch vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, euer Schlumpf666. Ciao!